In diesem Video lernen Sie die 90 am häufigsten verwendeten Satzmuster im Englischen kennen, zusammen mit Erklärungen und 4 Beispielsätzen für jedes. I can. Ich kann. I can. Es wird verwendet, um die Fähigkeit zu etwas auszudrücken. Ich kann Klavier spielen. I can play the piano. Der Hund kann einen Ball fangen. The dog can catch a ball. Sie kann ein Buch lesen. She can read a book. Mein Bruder kann einen Apfel essen. My brother can eat an apple. Can you? Kannst du? Can you? Es wird verwendet, um zu fragen, ob jemand in der Lage ist, etwas zu tun oder einen Gefallen zu tun. Kannst du das Fenster öffnen? Can you open the window? Kann deine Schwester ihren Namen schreiben? Can your sister write her name? Kann das Baby die Katze sehen? Can the baby see the cat? Können sie eine Banane essen? Can they eat a banana? I'm going to. Ich werde. I'm going to. Wird verwendet, um eine zukünftige Absicht oder einen Plan auszudrücken. Ich werde für den Test lernen. I'm going to study for the test. Sie werden Fußball spielen. They're going to play soccer. Meine Mutter wird das Abendessen kochen. My mom is going to cook dinner. Die Katze wird schlafen. The cat is going to sleep. Are you going to? Wirst du? Are you going to? Wird verwendet, um nach zukünftigen Absichten oder Plänen zu fragen. Gehst du heute Abend zur Party? Are you going to the party tonight? Werden sie zu Mittag essen? Are they going to eat lunch? Wird dein Vater das Auto fahren? Is your dad going to drive the car? Werden wir Spanisch lernen? Are we going to study Spanish? I have. Ich habe. I have. Es wird verwendet, um Besitz oder Eigenschaften auszudrücken. Ich habe einen Hund. I have a dog. Sie haben ein großes Haus. They have a big house. Die Schule hat eine neue Bibliothek. The school has a new library. Wir haben morgen eine Prüfung. We have a test tomorrow. Do you have? Hast du? Do you have? Es wird verwendet, um nach Besitz oder Eigenschaften zu fragen. Hast du einen Stift? Do you have a pen? Hat John eine Schwester? Does John have a sister? Haben wir Hausaufgaben? Do we have any homework? Hat deine Mutter ein Auto? Does your mom have a car? I like to. Ich mag es zu. I like to. Es wird verwendet, um Vorlieben auszudrücken. Ich lese gerne Bücher. I like to read books. Wir sehen gerne Filme. We like to watch movies. Sie spielen gerne Fußball. They like to play football. Peter malt gerne. Peter likes to draw. I want to. Ich möchte. I want to.
Es wird verwendet, um einen Wunsch oder eine Absicht auszudrücken. Ich möchte nach Spanien reisen. I want to travel to Spain. Sarah möchte ein neues Kleid kaufen. Sarah wants to buy a new dress. Wir möchten Eis essen. We want to eat ice cream. Sie möchten die Show sehen. They want to see the show. I'd like to. Ich würde gerne. I'd like to. Es wird verwendet, um einen höflichen Wunsch oder eine Anfrage auszudrücken. Ich möchte bitte einen Kaffee bestellen. I'd like to order a coffee, please. Sie möchte Paris besuchen. She'd like to visit Paris. Wir möchten das neue Restaurant ausprobieren. We'd like to try that new restaurant. Sie möchten Spanisch lernen. They'd like to learn Spanish. Can I? Darf ich? Can I? Es wird verwendet, um Erlaubnis zu bitten. Darf ich dein Telefon benutzen? Can I use your phone? Darf ich ein Glas Wasser haben? Can I have a glass of water? Darf ich Fernsehen? Can I watch TV? Darf ich die Toilette benutzen? Can I use the bathroom? May I? Dürfte ich? May I? Es wird verwendet, um höflich um Erlaubnis zu bitten. Darf ich hereinkommen? May I come in? Darf ich ein Foto von dir machen? May I take your picture? Darf ich ein Stück Kuchen haben? May I have a piece of cake? Darf ich das Fenster öffnen? May I open the window? Would you? Würden Sie? Would you? Wird verwendet, um eine höfliche Anfrage zu stellen. Würden Sie mir bitte das Salz reichen? Would you pass me the salt, please? Möchten Sie eine Tasse Tee? Would you like a cup of tea? Würden Sie mir das Menü bringen? Would you bring me the menu? Könnten Sie eine Nachricht für mich nehmen? Would you take a message for me? Could you? Könntest du? Could you? Wird verwendet, um eine höfliche Anfrage zu stellen. Könnten Sie mir bei diesem Problem helfen? Could you help me with this problem? Könnten Sie mir helfen? Could you give me a hand? Können Sie mir sagen, wo das Badezimmer ist? Could you tell me where the bathroom is? Könnten Sie mir etwas Geld leihen? Could you lend me some money? I need. Ich brauche. I need. Wird verwendet, um ein Bedürfnis oder eine Anforderung auszudrücken. Ich brauche etwas Ruhe. I need some rest. Wir brauchen mehr Zeit. We need more time. Die Kinder müssen schlafen. The children need to sleep. Ich brauche einen Bleistift. I need a pencil. I'm glad to. Ich freue mich zu. I'm glad to. Es wird verwendet, um Freude oder Zufriedenheit über eine bestimmte Situation auszudrücken. Ich freue mich zu hören, dass es dir gut geht. I'm glad to hear that you're doing well. Wir freuen uns, hier zu sein.
We're glad to be here. Sie freut sich, das Projekt abzuschließen. She's glad to finish the project. Sie freuen sich, die Prüfung zu bestehen. They're glad to pass the exam. Do you want me to? Möchtest du, dass ich? Do you want me to? Es wird verwendet, um zu fragen, ob jemand möchte, dass du etwas tust. Möchtest du, dass ich die Tür schließe? Do you want me to close the door? Soll ich ihn anrufen? Does he want me to call him? Sollen wir das Abendessen kochen? Do they want me to cook dinner? Möchtest du, dass ich beim Putzen helfe? Does she want me to help with the cleaning? Can you tell me? Kannst du mir sagen? Can you tell me? Wird verwendet, um nach Informationen zu fragen. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof sagen? Can you tell me the way to the train station? Kann sie mir die Wahrheit sagen? Can she tell me the truth? Können Sie mir sagen, wo der Supermarkt ist? Can you tell me where the supermarket is? Können Sie mir das Ergebnis sagen? Can they tell me the score? Let me. Lass mich. Let me. Wird verwendet, um eine Aktion vorzuschlagen, die du tun wirst. Lass mich das Buch sehen. Let me see that book. Lass mich das Bild sehen. Let me see the picture. Lass mich deine Entscheidung wissen. Let me know your decision. Lass mich das reparieren. Let me fix this. Let's. Lass uns. Let's. Wird verwendet, um eine gemeinsame Aktion vorzuschlagen. Lass uns ins Kino gehen. Let's go to the movies. Lass uns zu Abend essen. Let's eat dinner. Lass uns einkaufen gehen. Let's go shopping. Lass uns das Haus putzen. Let's clean the house. Don't. Tu das nicht. Don't. Wird verwendet, um jemanden zu bitten, etwas nicht zu tun. Vergiss deinen Regenschirm nicht. Don't forget your umbrella. Vergiss deine Schlüssel nicht. Don't forget your keys. Komm nicht zu spät zur Schule. Don't be late for school. Spiel nicht auf der Straße. Don't play in the street. I'll. Ich werde. I'll. Wird verwendet, um zu sagen, was du in der Zukunft tun wirst. Ich werde meine Hausaufgaben morgen machen. I'll do my homework tomorrow. Sie wird zur Party kommen. She'll come to the party. Sie werden uns nächste Woche besuchen. They'll visit us next week. Wir werden das Haus putzen. We'll clean the house. I feel like. Ich habe Lust. I feel like. Wird verwendet, um einen Wunsch oder eine Vorliebe auszudrücken. Ich habe Lust, Pizza zu essen. I feel like eating pizza. Sie hat Lust zu schwimmen. She feels like swimming. Wir haben Lust, Fußball zu spielen. We feel like playing football. Sie haben Lust, Eis zu essen.
They feel like eating ice cream. You look. Du siehst aus. You look. Wird verwendet, um eine Beobachtung über das Aussehen oder den Zustand einer Person zu äußern. Du siehst müde aus. You look tired. Er sieht müde aus. He looks tired. Sie sehen aufgeregt aus. They look excited. Sie sieht schön aus. She looks beautiful. It's difficult to. Es ist schwer zu. It's difficult to. Wird verwendet, um die Schwierigkeit einer bestimmten Aktion auszudrücken. Es ist schwer, eine neue Sprache zu lernen. It's difficult to learn a new language. Es ist schwer, einen Kuchen zu backen. It's difficult to bake a cake. Es ist schwer, einen Marathon zu laufen. It's difficult to run a marathon. Es ist schwer, einen Kuchen zu backen. It's difficult to bake a cake. It's too. Es ist zu, It's too. Wird verwendet, um eine Extremsituation zu beschreiben, die eine bestimmte Aktion verhindert. Es ist zu heiß, um nach draußen zu gehen. It's too hot to go outside. Es ist zu spät, um sie anzurufen. It's too late to call her. Es ist zu früh, um ins Bett zu gehen. It's too early to go to bed. Es ist zu laut, um zu lernen. It's too noisy to study. Is it okay to? Ist es in Ordnung zu? Is it okay to? Wird verwendet, um Erlaubnis zu bitten. Ist es in Ordnung, hier zu parken? Is it okay to park here? Ist es in Ordnung, dein Telefon zu benutzen? Is it okay to park here? Ist es in Ordnung, früh zu gehen? Is it okay to use your phone? Ist es in Ordnung, hier zu parken? Is it okay to leave early? Is it possible for you to? Ist es möglich für dich zu? Is it possible for you to? Wird verwendet, um zu fragen, ob jemand in der Lage ist, etwas zu tun. Ist es möglich für dich, mir zu helfen, diesen Tisch zu bewegen? Is it possible for you to help me move this table? Ist es möglich, den Bericht heute fertigzustellen? Is it possible for you to finish the report today? Ist es möglich, mir beim Umzug zu helfen? Is it possible for you to help me move? Ist es möglich, mir etwas Geld zu leihen? Is it possible for you to lend me some money? I look forward to. Ich freue mich auf. I look forward to. Wird verwendet, um zu sagen, dass man sich auf etwas freut. Ich freue mich darauf, dich zu treffen. I look forward to meeting you. Sie freut sich auf den Urlaub. She looks forward to the vacation. Wir freuen uns auf unser nächstes Treffen. We look forward to our next meeting. Er freut sich auf das Wochenende. He looks forward to the weekend. Thank you for. Danke für. Thank you for. Wird verwendet, um Dankbarkeit für etwas auszudrücken. Danke für deine Hilfe. Thank you for your help. Danke für das Geschenk. Thank you for the present. Danke für deine Unterstützung.
Thank you for your support. Danke für deine Zeit. Thank you for your time. Thank you for ing. Danke fürs. Thank you for ing. Wird verwendet, um Dankbarkeit für eine bestimmte Aktion auszudrücken. Danke fürs Kommen. Thank you for coming. Danke für deine Hilfe. Thank you for helping me. Danke fürs Anrufen. Thank you for calling. Danke fürs Kochen des Abendessens. Thank you for cooking dinner. I think. Ich denke. I think. Wird verwendet, um eine Meinung oder einen Gedanken auszudrücken. Ich denke, es wird heute regnen. I think it's going to rain today. Er denkt, es wird regnen. He thinks it's going to rain. Wir denken, du hast recht. We think you are right. Sie denkt, er ist gut aussehend. She thinks he is handsome. What's? Was ist? What's? Wird verwendet, um nach einer Definition oder Erklärung zu fragen. Wie spät ist es? What's the time? Wie ist das Wetter? What's the weather like? Was ist das Problem? What's the problem? Was ist dein Lieblingsessen? What's your favorite food? What do/does? Was macht? What do/does? Wird verwendet, um nach der Funktion oder Wirkung von etwas zu fragen. Was macht dieser Knopf? What does this button do? Was bedeuten diese Zeichen? What do these signs mean? Was will er? What does he want? Was brauchst du? What do you need? How many? Wie viele? How many? Wird verwendet, um nach einer Menge oder Anzahl zu fragen. Wie viele Äpfel hast du? How many apples do you have? Wie viele Bücher hat sie? How many books does she have? Wie oft waren wir schon hier? How many times have we been here? Wie viele Tage bis zu deinem Geburtstag? How many days until your birthday? How often? Wie oft? How often? Wird verwendet, um nach der Häufigkeit einer Aktion zu fragen. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? How often do you go to the gym? Wie oft besucht er seine Familie? How often does he visit his family? Wie oft haben wir Meetings? How often do we have meetings? Wie oft reist sie? How often does she travel? How long/much/big/bad? Wie lang, viel, groß, schlecht? How long/much/big/bad? Wird verwendet, um nach einer spezifischen Menge, Größe, Dauer oder Qualität zu fragen. Wie lang ist der Film? How long is the movie? Wie viel kostet dieses Hemd? How much is this shirt? Wie groß ist dein Haus? How big is your house? Wie schlimm ist der Schaden? How bad is the damage? How about?
Wie wäre es mit? How about? Wird verwendet, um einen Vorschlag zu machen. Wie wäre es mit Abendessen um 20 Uhr? How about we have dinner at 8 p.m.? Wie wäre es mit Pizza essen heute Abend? How about eating pizza tonight? Wie wäre es mit einem Film anschauen? How about watching a movie? Wie wäre es mit einem Besuch im Museum? How about visiting the museum? How is? Wie geht es? How is? Wird verwendet, um nach dem Zustand oder Wohlbefinden von jemandem oder etwas zu fragen. Wie geht es deiner Mutter? How is your mother doing? Wie geht es deiner Mutter? How is your mother? Wie ist das Wetter? How is the weather? Wie ist das Essen? How is the food? How do you? Wie machst du? How do you? Wird verwendet, um nach einer Methode oder einem Prozess zu fragen. Wie machst du dieses Rezept? How do you make this recipe? Wie schreibst du auf Spanisch? How do you write in Spanish? Wie kommst du zum Supermarkt? How do you get to the supermarket? Wie löst du dieses Matheproblem? How do you solve this math problem? What are you going to? Was wirst du? What are you going to? Wird verwendet, um nach zukünftigen Plänen zu fragen. Was wirst du dieses Wochenende machen? What are you going to do this weekend? Was wird sie zur Party tragen? What is she going to wear to the party? Was werden sie zum Abendessen kochen? What are they going to cook for dinner? Was werden wir in der Besprechung diskutieren? What are we going to discuss in the meeting? Which is /r? Welche es ist sind. Which is /r? Wird verwendet, um nach einer spezifischen Auswahl aus einer Gruppe zu fragen. Welches ist dein Lieblingsbuch? Which is your favorite book? Welche sind die besten Tage zum Besuchen? Which are the best days to visit? Welches ist der schnellste Weg dorthin? Which is the fastest way to get there? Welche sind die günstigsten Produkte? Which are the cheapest products? Where is /or/ /were? Wo ist sind waren? Where is /or/ /were? Wird verwendet, um nach dem Ort von etwas oder jemandem zu fragen. Wo ist die nächste Bank? Where is the nearest bank? Wo sind meine Brillen? Where are my glasses? Wo wurde das Konzert abgehalten? Where was the concert held? Wo warst du gestern Nacht? Where were you last night? When is /or/ was /were? Wann ist sind waren? When is /or/ was /were? Wird verwendet, um nach dem Zeitpunkt von Ereignissen zu fragen. Wann ist dein Geburtstag? When is your birthday? Wann brechen wir zur Reise auf? When are we leaving for the trip? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? When was the last time you saw him? Wann warst du in Spanien? When were you in Spain?
Who is slash or slash was slash were? Wer ist, sind, war, waren. Who is slash or slash was slash were? Wird verwendet, um nach der Identität von Personen zu fragen. Wer ist der Mann dort drüben? Who is that man over there? Wer sind diese Leute? Who are those people? Wer war die erste Person auf dem Mond? Who was the first person on the moon? Wer waren die Gewinner des Spiels? Who were the winners of the match? Whose? Wessen? Whose? Wird verwendet, um nach Besitz zu fragen. Wessen Buch ist das? Whose book is this? Wessen Auto ist draußen geparkt? Whose car is parked outside? Wessen Schuhe sind das? Whose shoes are these? Wessen Idee war es, hierher zu kommen? Whose idea was it to come here? What time did you? Um wie viel Uhr hast du? What time did you? Wird verwendet, um nach der genauen Zeit eines Ereignisses zu fragen. Um wie viel Uhr bist du angekommen? What time did you arrive? Um wie viel Uhr hast du deine Arbeit beendet? What time did you finish your work? Um wie viel Uhr bist du ins Bett gegangen? What time did you go to bed? Um wie viel Uhr haben sie die Party verlassen? What time did they leave the party? Why? Warum? Why? Wird verwendet, um nach den Gründen für etwas zu fragen. Warum bist du spät? Why are you late? Warum weint sie? Why is she crying? Warum warst du gestern abwesend? Why were you absent yesterday? Warum war er wütend? Why was he angry? I hope. Ich hoffe. I hope. Wird verwendet, um Hoffnungen oder Wünsche für die Zukunft auszudrücken. Ich hoffe, es regnet morgen nicht. I hope it doesn't rain tomorrow. Ich hoffe, sie fühlt sich bald besser. I hope she feels better soon. Ich hoffe, wir können uns wieder treffen. I hope we can meet again. Ich hoffe, Sie haben die Party genossen. I hope they enjoyed the party. I'm sure. Ich bin sicher. I'm sure. Wird verwendet, um Gewissheit oder Überzeugung auszudrücken. Ich bin sicher, du wirst den Test gut bestehen. I'm sure you will do well on the test. Ich bin sicher, Sie werden das Geschenk lieben. I'm sure they will love the gift. Ich bin sicher, sie wird pünktlich ankommen. I'm sure she will arrive on time. Ich bin sicher, er kann es bewältigen. I'm sure he can handle it. I'm sorry to. Es tut mir leid zu. I'm sorry to. Wird verwendet, um Mitgefühl oder Bedauern auszudrücken. Es tut mir leid, von deinem Verlust zu hören. I'm sorry to hear about your loss. Es tut mir leid, dich zu unterbrechen. I'm sorry to interrupt you. Es tut mir leid, dich zu stören. I'm sorry to bother you. Es tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. I'm sorry to have kept you waiting. That sounds.
Das klingt, That sounds. wird verwendet, um eine Meinung oder Reaktion auf eine Information auszudrücken. Das klingt nach einer großartigen Idee. That sounds like a great idea. Das klingt interessant. That sounds interesting. Das klingt spaßig. That sounds fun. Das klingt kompliziert. That sounds complicated. That's what. Das ist was. That's what. Wird verwendet, um zu bestätigen, dass etwas ist, wie man es gedacht oder verstanden hat. Das ist, was ich dachte. That's what I thought. Das ist, was sie sagte. That's what she said. Das ist, was sie wollen. That's what they want. Das ist, was wir vereinbart haben. That's what we agreed on. That's why. Deswegen, That's why. wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung zu geben. Deswegen habe ich dich angerufen. That's why I called you. Deswegen sind sie glücklich. That's why they are happy. Deswegen sind wir früh gegangen. That's why we left early. Deswegen isst sie kein Fleisch. That's why she doesn't eat meat. How? Wie? How? Wird verwendet, um starke Emotionen oder Überraschung auszudrücken. Wie schön. How beautiful. Wie erstaunlich. How amazing. Wie lecker. How delicious. Wie interessant. How interesting. What? Was für. What? Wird verwendet, um starke Überraschung oder Erstaunen auszudrücken. Was für eine Überraschung. What a surprise. Was für ein Tag. What a day. Was für ein Durcheinander. What a mess. Was für ein Spiel. What a game. Why don't you? Warum machst du nicht? Why don't you? Wird verwendet, um einen Vorschlag oder eine Empfehlung zu machen. Warum machst du nicht eine Pause? Why don't you take a break? Warum schließt du dich uns nicht an? Why don't you join us? Warum rufst du ihn nicht an? Why don't you call him? Warum probierst du das nicht aus? Why don't you try this? I don't know if. Ich weiß nicht, ob. I don't know if. Wird verwendet, um Unsicherheit oder Zweifel auszudrücken. Ich weiß nicht, ob ich es zur Party schaffe. I don't know if I can make it to the party. Ich weiß nicht, ob sie mich mag. I don't know if she likes me. Ich weiß nicht, ob es heute regnen wird. I don't know if it will rain today. Ich weiß nicht, ob er kommen wird. I don't know if he will come. Do you know? Weißt du, Do you know? wird verwendet, um nach Wissen oder Informationen zu fragen. Weißt du den Weg zum Bahnhof? Do you know the way to the train station? Kennst du ihren Namen? Do you know her name?
Weißt du, wann der Laden öffnet? Do you know when the store opens? Weißt du, wie man kocht? Do you know how to cook? Do you mean? Meinst du, Do you mean? wird verwendet, um nach Klarheit oder Bestätigung zu fragen. Meinst du dieses Buch? Do you mean this book? Meinst du morgen? Do you mean tomorrow? Meinst du meinen Mantel? Do you mean my coat? Meinst du den roten? Do you mean the red one? I will. Ich werde. I will. Wird verwendet, um über zukünftige Absichten zu sprechen. Ich werde dieses Projekt bis morgen beenden. I will finish this project by tomorrow. Sarah wird dich später anrufen. Sarah will call you later. Die Kinder werden heute Abend kochen. The kids will cook dinner tonight. Mein Bruder wird dir bei deinen Hausaufgaben helfen. My brother will help you with your homework. I have to. Ich muss. I have to. Wird verwendet, um Notwendigkeit oder Verpflichtung auszudrücken. Ich muss zum Arzt gehen. I have to go to the doctor. Unser Team muss diesen Bericht fertigstellen. Our team has to finish this report. Er muss den Hund füttern. He has to feed the dog. Sie müssen ihre Schwester von der Schule abholen. They have to pick up their sister from school. You don't have to. Du musst nicht. You don't have to. Wird verwendet, um zu sagen, dass etwas nicht notwendig oder erforderlich ist. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. You don't have to worry about me. Du musst dir keine Sorgen machen. You don't have to worry. Du musst nicht kommen, wenn du nicht willst. You don't have to come if you don't want to. Er muss nicht kochen. He doesn't have to cook. You must be. Du musst sein. You must be. Wird verwendet, um eine Vermutung oder Annahme auszudrücken. Du musst müde sein nach so einer langen Reise. You must be tired after such a long trip. Es ist Mittagszeit und er muss hungrig sein. It's lunchtime and he must be hungry. Du musst mit deinem neuen Job zufrieden sein. You must be happy with your new job. Du musst frieren ohne Jacke. You must be cold without a jacket. Ich habe. I've. Wird verwendet, um zu sagen, dass etwas in der Vergangenheit gemacht wurde und nun abgeschlossen ist. Ich habe meine Hausaufgaben fertiggestellt. I've finished my homework. Er hat sein Mittagessen gegessen. He's eaten his lunch. Sie hat ihr Zimmer aufgeräumt. She's cleaned her room. Wir haben das Puzzle fertiggestellt. We've finished the puzzle. Have you? Hast du? Have you? Wird verwendet, um zu fragen, ob jemand etwas getan hat. Hast du meine Schlüssel gesehen? Have you seen my keys? Hat Peter seine Hausaufgaben fertig? Has Peter finished his homework? Sind Sie schon zum Flughafen gefahren?
Have they left for the airport? Hat sie schon angerufen? Has she called yet? Used to. Früher. Used to. Wird verwendet, um zu sprechen über Gewohnheiten oder Zustände, die in der Vergangenheit waren, aber jetzt nicht mehr sind. Ich habe früher Fußball gespielt, als ich in der Schule war. I used to play soccer when I was in school. Sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. She hasn't done her homework. Wir waren noch nicht in diesem Restaurant. We haven't been to that restaurant. Du hast ihr die Neuigkeiten nicht erzählt. You haven't told her the news. How's going? Wie läuft? How's going? Wird verwendet, um nach dem Fortschritt oder Zustand von etwas zu fragen. Wie läuft dein Projekt? How's your project going? Wie läuft Ihre Genesung? How's her recovery going? Wie läuft unser Plan? How's our plan going? Wie läuft sein Training? How's his training going? How come? Wie kommt es, dass? How come? Wird verwendet, um nach dem Grund für etwas zu fragen. Wie kommt es, dass du deinen Nachtisch nicht isst? How come you're not eating your dessert? Wie kommt es, dass sie zu spät sind? How come they are late? Wie kommt es, dass sie nicht angerufen hat? How come she didn't call? Wie kommt es, dass wir keine Einladung bekommen haben? How come we didn't get an invitation? How was? Wie war? How was? Wird verwendet, um nach der Qualität oder dem Ergebnis von etwas in der Vergangenheit zu fragen. Wie war deine Reise nach Paris? How was your trip to Paris? Wie war Ihr Konzert? How was their concert? Wie war Ihre Präsentation? How was her presentation? Wie war unsere Leistung? How was our performance? What if? Was wenn? What if? Wird verwendet, um eine hypothetische Situation zu erörtern. Was wenn wir stattdessen ins Kino gehen? What if we go to the movies instead? Was wenn es ihr nicht gefällt? What if she doesn't like the gift? Was wenn sie zu spät kommen? What if they arrive late? Was wenn er die Prüfung nicht besteht? What if he doesn't pass the exam? Do you mind, ing? Hätten Sie etwas dagegen? Do you mind, ing? Wird verwendet, um höflich um Erlaubnis zu bitten oder nach Präferenzen zu fragen. Hätten Sie etwas dagegen, das Fenster zu öffnen? Do you mind opening the window? Stört es Sie, einen Tee zu machen? Does she mind making a cup of tea? Stört es Sie, die Musik auszuschalten? Do they mind turning off the music? Stört es ihn, eine Weile zu warten? Does he mind waiting for a while? Do you mind if? Hätten Sie etwas dagegen, wenn? Do you mind if? Wird verwendet, um höflich um Erlaubnis zu bitten. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich ein Nickerchen mache? Do you mind if I take a nap?
Stört es Sie, wenn wir früher gehen? Does she mind if we leave early? Stört es Sie, wenn wir uns ihnen anschließen? Do they mind if we join them? Stört es ihn, wenn ich sein Buch ausleihe? Does he mind if I borrow his book? Do you mind my ing? Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich? Do you mind my ing? Wird verwendet, um höflich um Erlaubnis zu bitten. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich hier rauche? Do you mind my smoking here? Stört es Sie, wenn ich Ihren Laptop benutze? Does she mind my using her laptop? Stört es Sie, wenn wir zu spät kommen? Do they mind our being late? Stört es ihn, wenn ich sein Auto ausleihe? Does he mind my borrowing his car? I was wondering if. Ich habe mich gefragt, ob. I was wondering if. Wird verwendet, um eine Frage auf indirekte und höfliche Weise zu stellen. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir damit helfen könnten. I was wondering if you could help me with this. Sie hat sich gefragt, ob du ihr das Buch leihen könntest. She was wondering if you could lend her the book. Wir haben uns gefragt, ob Sie zum Abendessen kommen könnten. We were wondering if you could join us for dinner. Er hat sich gefragt, ob Sie ihn mitnehmen könnten. He was wondering if you could give him a ride. I'd appreciate it if. Ich würde es schätzen, wenn. I'd appreciate it if. Wird verwendet, um höflich eine Bitte oder einen Vorschlag zu machen. Ich würde es schätzen, wenn Sie die Musik leiser stellen könnten. I'd appreciate it if you could lower the music. Sie würde es schätzen, wenn du ihr beim Umzug helfen könntest. She would appreciate it if you could help her move. Wir würden es schätzen, wenn Sie uns Feedback geben könnten. We would appreciate it if you could give us feedback. Er würde es schätzen, wenn Sie ihn zurückrufen könnten. He would appreciate it if you could call him back. It is important to. Es ist wichtig, zu. It is important to. Wird verwendet, um die Wichtigkeit von etwas zu betonen. Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben. It is important to eat a balanced diet. Es ist wichtig, genügend Schlaf zu bekommen. It is important to get enough sleep. Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. It is important to exercise regularly. Es ist wichtig, viel Wasser zu trinken. It is important to drink plenty of water. It would be better if. Es wäre besser, wenn. It would be better if. Wird verwendet, um einen Rat oder einen Vorschlag zu geben. Es wäre besser, wenn Sie früher ankämen. It would be better if you arrived earlier. Es wäre besser, wenn sie heute Abend lernt. It would be better if she studies tonight. Es wäre besser, wenn wir vor der Rush Hour gehen. It would be better if we leave before rush hour. Es wäre besser, wenn er einen Regenschirm mitnimmt. It would be better if he takes an umbrella. I've never. Ich war noch nie. I've never. Wird verwendet, um zu sagen, dass man etwas noch nie getan hat. Ich war noch nie in Italien. I've never been to Italy. Sie hat noch nie einen Geist gesehen.
She's never seen a ghost. Wir haben noch nie ein Spiel verloren. We've never lost a game. Er hat noch nie Sushi gegessen. He's never eaten sushi. It looks. Es sieht aus. It looks. Wird verwendet, um eine Beobachtung oder eine Vermutung zu äußern. Es sieht so aus, als würde es regnen. It looks like it's going to rain. Es sieht so aus, als wäre sie beschäftigt. It looks like she's busy. Es sieht so aus, als wären wir verloren. It looks like we're lost. Es sieht so aus, als wäre er müde. It looks like he's tired. What kind of? Welche Art von? What kind of? Wird verwendet, um nach einer spezifischen Art oder Sorte von etwas zu fragen. Welche Art von Musik magst du? What kind of music do you like? Welche Art von Filmen bevorzugt sie? What kind of movies does she prefer? Welche Art von Essen sollen wir mitbringen? What kind of food do we need to bring? Welche Art von Büchern liest er? What kind of books does he read? Maybe. Vielleicht. Maybe. Wird verwendet, um Unsicherheit oder Möglichkeit auszudrücken. Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen. Maybe we should take a break. Vielleicht kommt sie zur Party. Maybe she will come to the party. Vielleicht können wir es morgen nochmal versuchen. Maybe we can try again tomorrow. Vielleicht hat er die Nachricht nicht erhalten. Maybe he didn't receive the message. Maybe you should. Vielleicht solltest du. Maybe you should. Wird verwendet, um einen Rat oder Vorschlag zu geben. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Maybe you should get some rest. Vielleicht sollte sie ihn zurückrufen. Maybe she should call him back. Vielleicht sollten wir das Treffen absagen. Maybe we should cancel the meeting. Vielleicht sollte er einen Arzt aufsuchen. Maybe he should visit a doctor. Would you like? Möchten Sie? Would you like? Wird verwendet, um höflich ein Angebot zu machen oder eine Einladung auszusprechen. Möchten Sie etwas Kaffee? Would you like some coffee? Möchte sie sich uns zum Mittagessen anschließen? Would she like to join us for lunch? Möchten wir das Meeting verschieben? Would we like to postpone the meeting? Möchte er einen Spaziergang machen? Would he like to go for a walk? I am glad to. Ich freue mich zu. I am glad to. Wird verwendet, um Freude oder Zufriedenheit über etwas auszudrücken. Ich freue mich, dich zu sehen. I am glad to see you. Sie freut sich, von dir zu hören. She is glad to hear from you. Wir freuen uns, hier zu sein. We are glad to be here. Er freut sich über das Geschenk. He is glad to receive the gift. Be careful not to. Sei vorsichtig, nicht. Be careful not to. Wird verwendet, um jemanden zu warnen oder Ratschläge zu geben. Sei vorsichtig, nicht dein Getränk zu verschütten.
Be careful not to spill your drink. Sie sollte vorsichtig sein, ihre Schlüssel nicht zu verlieren. She should be careful not to lose her keys. Wir müssen vorsichtig sein, den Zug nicht zu verpassen. We must be careful not to miss the train. Er muss vorsichtig sein, seine Hausaufgaben nicht zu vergessen. He needs to be careful not to forget his homework. What makes? Was macht? What makes? Wird verwendet, um nach dem Grund für etwas zu fragen. Was lässt dich das denken? What makes you think that? Was macht sie glücklich? What makes her happy? Was macht uns einzigartig? What makes us unique? Was treibt ihn an? What makes him tick? I am sorry. Es tut mir leid. I am sorry. Wird verwendet, um eine Entschuldigung auszudrücken. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. I am sorry for being late. Sie entschuldigt sich, den Termin vergessen zu haben. She is sorry for forgetting the appointment. Wir entschuldigen uns für die Lärmbelästigung. We are sorry for making a noise. Er entschuldigt sich, die Vase zerbrochen zu haben. He is sorry for breaking the vase. Because. Weil. Because. Wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung zu geben. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. I can't go because I am sick. Sie kommt nicht, weil sie beschäftigt ist. She won't come because she is busy. Wir können nicht anfangen, weil uns ein Mitglied fehlt. We can't start because we are missing a member. Er hat nicht angerufen, weil er sein Telefon verloren hat. He didn't call because he lost his phone. That is why. Deswegen. That is why. Wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung zu geben. Deswegen kann ich nicht zur Party kommen. That is why I can't come to the party. Deswegen isst sie keine Süßigkeiten. That is why she doesn't eat sweets. Deswegen müssen wir frühzeitig gehen. That is why we need to leave early. Deswegen arbeitet er hart. That is why he works hard. That is what. Das ist was. That is what. Wird verwendet, um zu bestätigen, dass etwas ist, wie man es gesagt oder verstanden hat. Das ist, was ich gesagt habe. That is what I said. Das ist, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat. That is what she wrote in her diary. Das ist, was wir gestern besprochen haben. That is what we discussed yesterday. Das ist, worüber er träumt. That is what he dreams about.